Fehlen uns Frauen in der Politik? Nein, uns fehlen kompetente und differenziert denkende Menschen, die über andere nicht aufgrund ihrer Identität, sondern aufgrund ihrer Fähigkeiten urteilen. Hi, heute werde ich ein wenig über den Feminismus reden. Geht es dem Feminismus wirklich um Gleichberechtigung? Gleichberechtigung der Geschlechter wird nicht mit forcierter Überhöhung des angeblich unterdrückten Geschlechts erzielt. Das ist wahrer Sexismus. In einer liberalen Gesellschaft, in der Männer und Frauen gleiche Rechte genießen, ist es eine Unverschämtheit zu behaupten, Frauen seien abhängig von einer Protestbewegung, damit sie etwas aus sich machen können. Was drückt die feministische Ideologie denn aus? Dass sich die Gesellschaft gegen mich als Frau verschworen hat? Nein, sie zweifelt mein persönliches Potenzial an, mich mit meinen individuellen Fähigkeiten gegen andere durchzusetzen. Es ist eine Beleidigung meiner Charakterstärke. Denn niemand wird so blöd sein, mich nicht für einen Job beispielsweise einzustellen, bloß weil ich nicht Y-Chromosomen besitze, wenn ich die Fähigkeiten habe, um diesen Job gescheit auszuführen. Der Feminismus des 21. Jahrhunderts verübt einen Angriff auf das Selbstbewusstsein junger Frauen. Mit angeblich gutmeinender Propaganda werden junge Frauen und Mädchen in einen Kokon aus Mutlosigkeit festgehalten und die Geschlechter gegeneinander aufgehetzt. Wenn du selber ein Mädchen oder eine Frau bist, dann lass dich nicht von feministischen Nachrichten einschüchtern. Auf diese Weise soll nur ein gesellschaftlicher Opferkult aufrechterhalten werden. Wettbewerb ist nicht mehr eine Frage der größten Leistung, sondern eine Frage der meisten Unterdrückungsmerkmale. Je unterdrückter du bist, desto mehr Chancen sollen dir gegeben werden. Liebe Feministen, wir sind nicht eure Opfer. Ich bin nicht euer Opfer. Ich bin kein Vorzeigepüppchen für meine Geschlechtsgenossinnen, sondern ich bin Naomi mit meinen eigenen Fähigkeiten, Überzeugungen und Werten. Ich leugne damit gar nicht die Existenz herablassender Männer. Ich habe selber schon einige Erfahrungen gemacht, beispielsweise mit Typen, die sich erst bei mir eingeschleimt und an meine Intelligenz appelliert haben und mich dann belehren wollten, so nach dem Motto, du bist so intelligent, lass mich dir jetzt den Rest der Welt erklären. Und ich kann auch ganz klar erkennen, dass das ein eher männliches Phänomen ist. Aber ich schließe wegen einiger Idioten nicht auf den Zustand des gesamten männlichen Geschlechts. Es bestehen biologische Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Und es stimmt, dass einige eher männliche Attribute, wie beispielsweise ein höheres Aggressionspotenzial oder manchmal ein Selbstüberhöhungskomplex, kritisiert gehören. Aber dann eben nicht im Rahmen toxischer Maskulinität, sondern an Individuen. Und ganz ehrlich, dann müssten wir auch Eitelkeit und Neid und Lästerei als toxische Weiblichkeit bezeichnen. Der Punkt ist, intelligente und zielstrebige Frauen sind ihre eigenen Helden. Sie brauchen keine feministischen Vorbilder, um aus ihrem Kokon auszubrechen und zum Schmetterling zu werden. Hört auf, euch selbst und andere Frauen zu unterschätzen und fangt einfach an, euer Leben als Individuen in die Hand zu nehmen. Ihr seid stärker, als ihr glaubt. Mit diesem Fazit werde ich jetzt einen Versuch starten, einen Hashtag in die Welt zu setzen, und zwar Fierce Without Feminism. Warum in englischer Sprache? Nicht, weil das besonders cool klingen soll, sondern weil ich vorhabe, dieses Video auch noch einmal in englischer Sprache abzudrehen, weil Feminismus eben doch ein internationales Thema ist. Ich bin auch eigentlich kein großer Freund von Hashtags, oft sind sie sehr gehaltslos und primitiv und dienen mehr zur populistischen Politisierung. Aber ich bin es einfach leid zu sehen, dass selbst jungen Mädchen in der Schule schon eingeimpft wird. Sie bräuchten den Feminismus, um sich jeglichen Herausforderungen in der Welt zu stellen. Wenn ihr wollt, dann teilt also den Hashtag und verfasst euren eigenen Post oder euer eigenes Video dazu oder sprecht einfach Mädchen und Frauen in eurem Umfeld auf das Thema an und macht ihnen Mut, erklärt ihnen, warum sie nicht den Feminismus brauchen, um etwas aus sich zu machen. Ich weiß, dass ich als Frau viele Vorteile in dieser Welt genieße, ganz ohne Male Privilege. Danke fürs Zuschauen und ein besonderes Danke an alle Abonnenten und die vielen Leute, die unter meinen Videos kommentieren. Falls ihr mich anderweitig unterstützen wollt, dann schaut vielleicht einmal in die Beschreibung, aber das ist natürlich alles komplett freiwillig und ich werde unabhängig davon weiterhin Videos machen. Kern meiner Nachricht ist wieder einmal, lasst euch nicht unterkriegen und behaltet euren Mut. Bis zum nächsten Mal.